Paul Klinzing ist bei mir im Studio. Paul, du hast dir das Ganze noch mal näher angeguckt. Also was weiß man denn mittlerweile über diesen mutmaßlichen Schützen? Wie genau wollte der vorgehen? Ja, man weiß jetzt immer mehr von dieser Tat, wo das stattgefunden hat, wo er sich vielleicht auch platziert hat. Und vor allem weiß man jetzt auch immer mehr, was das eigentlich für ein Typ war. Und da kommen echt prekäre Details ans Tageslicht. Das wollen wir uns näher ansehen. Also, wir wollen zuallererst mit den mutmaßlichen Attentäter beginnen. Wir wissen ja, dass es sich um einen 58-jährigen Mann handeln muss mit dem Namen Ryan Ruth. Und in der Vergangenheit wurde er auch den Behörden immer wieder bekannt. Und zwar gab es auch in der Vergangenheit schon 8 Festnahmen zu ihm. 2002 sogar eine Verurteilung wegen Besitzes von Massenvernichtungswaffen. Hierzu muss man aber auch sagen, dass es sich dabei um ein Gewehr gehandelt hat, aber trotzdem auch diese Verurteilung. In den letzten Jahren wurde er aber auch immer wieder aktiv, vor allem online, aber auch in der New York Times hat er ein Interview gegeben und da hat er gesagt, dass er in den letzten Monaten immer wieder in Afghanistan war und dort Soldaten rekrutieren wollte, und zwar Soldaten, die von den Taliban flüchten. Und diese Soldaten wollte er in der Ukraine einsetzen, dass sie gegen Russland kämpfen. In der New York Times hat er dann auch geschrieben, dass er sich auch dazu bereit erklären würde, an der Front zu kämpfen für die Ukraine gegen Russland. Hierzu auch ein prekärer Post von ihm, nämlich auf X. Der Hintergrund hier: Er hat Elon Musk gefragt, der ja auch SpaceX besitzt, also diese Raketenfirma. Da hatte Elon Musk gefragt, ob er denn eine Rakete kaufen kann. Und dann hat er Folgendes geschrieben: Ich möchte Sie mit einem Sprengkopf für Putins Bunker am Schwarzen Meer bestücken, um ihn zu vernichten. Also eine Rakete. Können Sie mir bitte einen Preis nennen? Die Frage an Elon Musk. Elon Musk hat darauf natürlich nicht geantwortet. Aber ich glaube, da kann man schon erkennen, was das eigentlich für ein Typ war. Wir wollen uns den Anschlagort aber auch einmal näher ansehen. Deshalb einmal der Blick in die USA, genauer gesagt in den Bundesstaat Florida. Genauer gesagt nach Miami. Und wir wissen ja, dass Trump ein leidenschaftlicher Golfer ist. Und zwar spielt er auch immer wieder regelmäßig am Trump International Golf Club. Und wir wollen uns das auch einmal näher ansehen, denn wir wissen, dass sich dieser Anschlag zwischen dem 4. und 8. Loch ereignet haben muss. Und man muss sich das so vorstellen, wenn Trump jetzt beispielsweise auf Loch 4 war, dann sind da natürlich Secret Agents unterwegs, aber auch ein paar schon ein Loch vorwärts, beispielsweise hier auf 5. Und die beobachten die Situation. Ist denn da irgendwas verkehrt hier? Und beobachten die Situation. Und da haben sie eben auch gesehen, dass im Busch sich jemand versteckt mit einer Waffe. Zumindest den Lauf haben sie gesehen und dann gleich das Feuer eröffnet. Man hat dann am Tatort auch diese Waffe gesehen, die wir hier außen erkennen können. Man weiß jetzt noch nicht, ob der Attentäter auch das Feuer eröffnet hat. Aber das Ganze wirft schon Fragen auf, denn vor 2 Monaten gab es ja erst einen Anschlagsversuch auf Donald Trump, hier auch Bilder. Und da fragt man sich auch bei dieser Aktion, wie kann es sein, dass ein Mann so nah an Donald Trump kommt? Hier waren es ungefähr 130 Meter und auch an diesem Areal ist der Attentäter sehr, sehr nah herangekommen. Und die republikanischen Wähler fragen sich jetzt natürlich, der Bereich ist hier nur mit Büschen abgesperrt, ja, ein Zaun ist da, aber wieso patrouillieren da keine Polizisten? Wir wissen ja, Donald Trump hat auch Secret Service Agenten, aber nicht so viele wie jetzt beispielsweise Biden. Und da will man jetzt noch mal nachjustieren, dass auch Donald Trump viel besser geschützt wird durch mehr Personal. Also soweit dazu, und das wird sicherlich noch einige Tage, Wochen andauern und bestimmt noch viele Diskussionen darüber geführt werden, ob Donald Trump besser geschützt werden muss. Ja, die Diskussion haben wir auf jeden Fall. Und man sieht eben ja auch etwa im Falle von Elon Musk, dass das Ganze auch irgendwie wieder politisch ausgeschlachtet wird. Dankeschön, Paul, für diesen Überblick.